Okay, dieses Mal geht es natürlich direkt weiter mit Dart und Flutter und zwar wollen wir den Container in etwas benutzen, was vielleicht etwas häufiger anzutreffen ist, und zwar die sogenannte Grid View. Die kennt ihr höchstwahrscheinlich aus der ein oder anderen App und sieht nicht mehr ganz so hölzern aus wie das Ding, was wir hier haben. Und zwar, wir wollen hier erstmal unsere Row wieder verändern, sodass wir hier eine Grid View bekommen. Das heißt, wir sagen hier Grid View, Klammer, Klammer, und ja, die müssen wir natürlich noch schreiben, ist klar. Das heißt, wir machen uns eine Funktion Grid View, die eigentlich auch ein Widget zurückgeben sollte, bitte. So, und was wir hier reinmachen, ist eine neue Grid View. Das bedeutet, wir returnen eine Grid View, Punkt Extend. So, jetzt haben wir es. Und zwar haben wir bei einer Grid View die Möglichkeit hier zu sagen, was wir gerne da reinmachen wollen. In eine Grid View passen andere Widgets rein, wieder mal natürlich mit Kindern. Aber, und das ist jetzt der große Unterschied, es sind viele Kinder drin. Sagen wir einfach mal zum Beispiel 30 Kinder oder sowas sind dann in dieser Grid View drin und werden wie ein Gitter angeordnet. Und das ist der Punkt, wo ihr wahrscheinlich einigermaßen familiär damit werdet, denn berühmte Apps nutzen das eigentlich auch. Natürlich weiß man intern nie, was man so hat, aber zum Beispiel also häufig Shops machen das, zum Beispiel auch der Shop von Instagram benutzt. Man kann es nicht genau wissen, was sie benutzen, aber höchstwahrscheinlich eine Grid View. Und so kann man sich das auch ungefähr vorstellen. Das heißt, wir wollen hier erstmal reinschreiben Max Cross Axis Extend. Der wird einfach gesetzt auf, sagen wir mal 150. Das ist quasi, wie weit darf sich das Ding eigentlich bewegen. Also, ich zeige euch das gleich mal. So, und immer übrigens, es ist wichtig, dass ihr selbst mit diesen, das Semikolon fehlt, es ist wichtig, dass ihr selbst mit diesen einzelnen Werten mal rumspielt, um ein Gefühl zu bekommen, was da eigentlich so dahinter steckt. Das heißt, ja, man weiß natürlich am Anfang nicht, wie das am Ende dann aussehen wird, aber man spielt dann mit den jeweiligen Parametern rum, bis es eben gut aussieht. Sollte klar sein, oder? Okay, was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen den Padding, den habe ich ja letztes Mal schon erklärt, auch setzen, und zwar auf ein const edge inset.all von 4, von dem Wert 4. Der Wert 4 ist hier unten auch schon zum Einsatz gekommen, sah ganz gut aus, und wir wollen, dass hier tatsächlich der Platz sowohl in der Hauptachse, also so, als auch in der, zeige ich euch in der App, der Hauptachse, also so rum, als auch in der Cross-Achse, also so rum, weil wir ja in einer Row arbeiten, wie wir wissen. Das wollen wir jeweils beides eigentlich auf 4 setzen. Das heißt, es war eigentlich völlig unnötig, dass ich euch das erklärt habe, aber es ist trotzdem vielleicht interessant. Und ja, das sollte bei einer Grid View meistens eigentlich einen ähnlichen Wert haben. Ansonsten sieht es halt nicht mehr wie ein Grid aus, sondern wie irgendwas anderes. So, und jetzt bauen wir uns die Kinder. Das heißt, wir sagen hier Children, wir bauen uns die Kinder. Das hört sich so furchtbar falsch an, aber es ist leider so, es tut mir leid. Genau, wir bauen uns hier jetzt die Kinder aber nicht als Liste direkt, sondern wir lagern auch das aus. Ich möchte euch gleich einen vernünftigen Stil beibringen. Wir lagern das aus in eine separate Funktion, und zwar sagen wir hier Build Grid List. So, wie viele Einträge wollen wir? Sagen wir einfach mal 25, dann sehen wir, wie das aussieht. Und ja, Build Grid List ist natürlich auch noch keine Funktion, die erstellen wir, und das wird eine Function. So. Und ja, wir sehen hier offensichtlich, naja, da fehlt noch der Rückgabewert. Das heißt, wir sagen hier Liste, wir wollen eine Liste zurückgeben aus Containern in diesem Fall. Wir könnten auch eine Liste aus Widgets zurückgeben, würde auch funktionieren, weil im Endeffekt können wir hier als Children schon mit jedem Widget mehr oder weniger arbeiten. Aber in dem Fall machen wir einen Container, dann sind sie nämlich alle gleich. Ist übrigens eure Sache, was ihr da reinschreibt. Gut. So, jetzt, wie soll das aussehen? Naja, wir sagen, wir geben wieder zurück. Okay, jetzt muss ich mir das tatsächlich mal hier angewöhnen. Und zwar, wir geben das hier zurück, indem wir eine List generieren, eine list.generate. Und wir müssen jetzt angeben, wie viele wir hier eigentlich haben wollen. Das ist quasi die Anzahl, die wir hier haben wollen, also das i, deswegen habe ich das hier reingetan. Wir wollen 25 Elemente haben, aber 25 ist quasi nur eine Zahl, die können wir hier jederzeit ändern. Und wir wollen dann natürlich unser i und unseren Index abbilden auf, beziehungsweise nicht das i, aber den Index wollen wir abbilden. Und zwar, ja, wir bekommen hier jetzt 25 verschiedene, das heißt, wir bekommen als Index 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bis hin zu 24. Und wir wollen jetzt hier natürlich anhand der Anzahl oder der Zahl, die wir hier bekommen, irgendeine Sache tun. Und zwar, was wollen wir denn tun? Naja, wir wollen einen Container bauen.
Das heißt, lasst mich das mal in eine neue Zeile schreiben. Seht ihr, deswegen mache ich das normalerweise nicht so gerne, weil erstens, ich sehe das jetzt nicht mehr direkt, dass es eine Funktion ist und naja, das ist meiner Meinung nach ein bisschen unübersichtlich. Aber es ist eigentlich Dart-Stil, wenn man das so macht. Ich will euch das eigentlich so beibringen. Okay, also was wollen wir machen? Wir wollen einen Container bauen. Klar. Und dieser Container beinhaltet in diesem Fall eigentlich nicht so allzu viel. Was beinhaltet denn unser Container? Achso, und hier muss natürlich auch noch das Semikolon hin. Und hier muss eigentlich kein Semikolon hin. So, jetzt unser Container, wie sieht der aus? Nun, der beinhaltet einfach nur das Kind-Element. Wir sind jetzt hier mal sparsam und sagen hier image.network. Das da. Übrigens, ein ganz angenehmer kleiner Trick. Ihr könnt hier tatsächlich verschiedene Variablen mit reingeben in den String. Das ist auch was Dart für euch zur Verfügung hat. Und zwar, indem ihr hier zum Beispiel einfach sagt $i. Ja? Das wäre dann eure Variable namens i, also oder zum Beispiel in unserem Fall namens Index. Ja? Weil ihr ja hier diese Variable namens Index habt, könnt ihr hier einfach sagen, hey, das wird einmal 0, einmal wird es 1, 2, 3, 4 und so weiter und so fort. Und mit Dollar sagt ihr halt einfach das, was diese Variable hier hat, bitte hier rein. Das ist quasi ein Format-String in Dart. Relativ angenehm, will ich euch aber nicht weiter hier verwenden, beziehungsweise möchte ich nicht weiter hier verwenden, weil ja, wir wollen ja eigentlich nur die Bilder laden und haben hier keine Möglichkeit, unendlich viele Bilder zu laden. Okay, also wir starten das Ganze mal mit einem Hot Reload und wir sehen, es hat eine Has Size. Wir klicken hier mal drauf und sehen, yo, wir haben hier immer noch die Row drin. Die wollen wir jetzt hier einfach mal direkt rausschmeißen. Probieren wir es doch einfach mal so. Grid View. Na, ohne den Slash bitte. So. Okay, dann starten wir das nochmal neu und sehen, wir haben hier was reloaded und wir sehen hier, was genau das eigentlich tut. Wir haben hier eine Anzahl an Bildern, die halt 3×3 angeordnet werden. Das ist quasi jetzt durch unser dynamisches Auswählen, wie groß die einzelnen Elemente eigentlich werden. Das heißt, wir haben gesagt, hey, dazwischen soll bitte 4 Platz sein. Wir haben eine Box, die diese ganzen Bilder beinhaltet und ja, wir können natürlich unsere Box auch noch shapen, wir können alles damit machen, was wir wollen. Vielleicht ein bisschen viel tatsächlich, weil wir hier nur diese 100er Bilder haben. Machen wir mal auf 150, das könnte eng werden allerdings. Ja, wobei, doch, das sieht gut aus. Das sieht meiner Meinung nach ziemlich gut aus. Wir haben hier jetzt die Bilder und nebendran ist quasi immer ein kleines bisschen Platz. Wenn wir hier jetzt den Platz kleiner machen würden, sagen wir mal den hier auf 0 und den hier Cross-Axis machen wir jetzt einfach mal auf 50, dann sehen wir, wie das Ganze aussehen könnte. Und ja, wir sehen hier, Cross-Achse ist hier zwischendrin offensichtlich, während die Main-Achse, das ist die nach unten. Und wenn wir jetzt hier andersrum das Ganze machen natürlich, dann sehen wir, okay, jetzt ist halt andersrum. Ne? Also ich glaube, ihr versteht soweit, was dieser Platz hier zwischen macht. Die Anzahl an Elementen kann ich hier natürlich bestimmen. Normalerweise würde ich diese Bilder wieder mal über eine API bekommen, beziehungsweise im besten Fall habt ihr die sogar schon in eurer App drin. Denn das ist der eigentliche Vorteil von Apps gegenüber Websites. Ihr habt die Möglichkeit, alle Bilder, die ihr irgendwie braucht, in eure ganzen, in euren Ordner abzulegen, hier einfach. Und das bedeutet, ihr könnt hier einfach sagen, hey, ich habe hier alle Bilder, die irgendwie nicht aus dem Netzwerk dynamisch geladen werden müssen, alles, was irgendwie statisch ist, kann ich schon mal davor runterladen. Das heißt, man muss sie nur einmal runterladen, nämlich beim Installieren der App, und dann habt ihr eigentlich schon alles, was ihr hier braucht. Ich kann hier aber trotzdem sagen, ich möchte hier zum Beispiel 50 Elemente drin haben. Das würde jetzt meine App hier nicht kaputt machen, ich kann halt einfach scrollen, ne? Und ihr seht auch, es wird dynamisch irgendwie aufgefüllt. Das heißt, hier bleibt dann halt einfach ein Element frei, wenn da was übrig ist. Kann man wunderbar kombinieren natürlich mit den anderen Elementen. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel sagen, jedes dieser Dinger ist zum Beispiel ein anderes Widget. Also nicht unbedingt ein Container, wie wir es hier haben, sondern vielleicht ein Text oder was auch immer. Oder eben zum Beispiel auch ein Stack. Das ist etwas, was ich euch auch noch vorstellen möchte im nächsten Video. Die Liste haben wir nämlich schon gesehen. Die Liste hatten wir ganz am Anfang als allererstes, als wir hier diese Iterables generiert haben und dort eine List View gebaut haben. Das heißt, die zeige ich euch nicht nochmal, das ist allerdings trotzdem ein wichtiges Layout. Nächstes Mal gibt es, wie versprochen, dann den Stack und ja, das war's von meiner Seite. Wir hören uns wieder. Bis dann. Ciao.